Was werden wir in Zukunft essen? Das ist das Top-Thema dieser Woche. Groß im Kommen das sogenannte Superfood, wie dieses hier. Ein Shake rein aus Biozutaten, voller Vitamine und Nährstoffe. Unser Reporter Martin testet das angeblich gesündeste Fastfood der Welt. Er ernährt sich also eine Woche lang flüssig. Wie es ihm dabei ergangen ist, schauen Sie sich das mal an. Galileo-Reporter Martin Dunkelmann hat mal wieder jede Menge Arbeit und nur Zeit für die Pizza nebenher. Hektischen Alltag kennt jeder, aber kann man diese ungesunden Schnellmahlzeiten nicht mit was Besserem ersetzen? Diese Trinknahrung aus Biozutaten soll das gesündeste Fastfood der Welt sein. Kostenpunkt: stolze 9 € pro Beutel. Martin hat sich eine Wochenration Flüssignahrung bestellt. Hier steht ja Supermeal. Und ich habe gelesen, das Zeug macht dich echt fitter. Hier drin sind so witzige Sachen wie Leinsamen, Spinat, Algen. Ich bin wirklich gespannt, ob das überhaupt schmeckt. Mal gucken. Der Drink aus Finnland deckt den kompletten Ernährungsbedarf eines erwachsenen Menschen und enthält pro Beutel 500 Kilokalorien. Eine Tüte des finnischen Superdrinks soll eine vollwertige Mahlzeit ersetzen. Die Zubereitung ist einfach und geht schnell. Alles, was Martin zu tun hat, ist das Pulver in eine Wasserflasche zu füllen und kräftig zu schütteln. Also das sieht wirklich so ein bisschen so aus, als würde man, weiß ich nicht, Sand und Wasser mischen miteinander. So richtig körnige Struktur da drin. Oh Gott. Leute, das ist ja nicht mal grün. Im Glas sieht's nicht gerade appetitlich aus. Und, wie schmeckt's? Das ist wie Brot trinken. Gibt es auch mit Geschmack? Das ist schrecklich. Ein erstes Minus bei dem Supermeal. Der Genuss bleibt auf der Strecke. Das kann doch gar kein Mensch kaufen für so viel Geld. Also es schmeckt so ein bisschen wie eine flüssige Pressspanplatte. Ich habe jetzt das Glas halb leer und es ist echt hart. Und das hier muss ich aber alles noch trinken. Nur für die erste Mahlzeit von 4 am Tag. Die Hersteller empfehlen allerdings nur 2 Beutel. Kann sich Martin mit der doppelten Menge zu gesund ernähren? Wir fragen Ernährungsmediziner Dr. Bischoff. Ich werde mich jetzt nur noch davon ernähren und kein normales Essen mehr zu mir nehmen. Das ist eigentlich nicht wirklich zu empfehlen. Es ist vor allem, was das Protein angeht oder auch was viele Vitamine angeht, deutlich überdosiert. Was kann denn da passieren, wenn ich von diesen Sachen zu viel in mir habe? Also schlimmstenfalls. Manche Vitamine können auch dauerhaft zu Leberschäden zum Beispiel führen. Wie gesagt, nicht für eine Woche, da keine Sorge haben, aber als Dauerernährung wäre es nicht geeignet, auch für Sie nicht. Okay. Gibt es schon nach einer Woche sichtbare Veränderungen? Wir lassen Martin komplett durchchecken. Vor dem Experiment wiegt er 75,7 Kilogramm. Während das Blut im Labor analysiert wird, machen wir noch eine Körperfettmessung. Worauf muss Martin achten? Also ganz, ganz wichtig ist, dass Sie viel trinken. Mindestens 3 bis 4 Liter. Wenn es recht warm ist, auf jeden Fall noch 1 Liter mehr. Aber das ist doch Flüssignahrung. Und zwar liegt es daran, weil Sie ja wahnsinnig viel Eiweiß zu sich nehmen, also Proteine. Und die Proteine müssen über den Urin ausgeschieden werden. Und wenn Sie das nicht machen, kann die Harnsäure hochschnallen und das heißt, Sie kriegen vielleicht einen Gichtanfall. Die Messergebnisse fallen etwas anders aus, als Martin erwartet hat. Body Mass Index ist bei 25. Das heißt schon an der Grenze zu Übergewicht. Was? Bin ich übergewichtig? Interessant wird es nächste Woche, wie sich die Werte verändert haben. Und was sagt die Ernährungswissenschaftlerin zum finnischen Supermeal? Hält sie es für das Essen der Zukunft? Wow. Na, Begeisterung klingt anders. Also es ist schon Hardcore. Ja, ne? Es ist ja nur der eine Geschmack, also es ist... Das schmeckt, ich finde, immer noch jetzt fürchterlich. Ja gut, mit Spinat, Chlorella, diese Algen, es kann eigentlich nicht schmecken. Wenn ich jetzt am Schreibtisch sitze, für das ist ja gemacht, Schreibtisch schnell trinken, da denke ich gar nicht drüber nach, ob es jetzt schmeckt oder nicht. Das ist ein Mittel zum Zweck und für das ist es gut. Wer genießen will, geht ins nächste Steakhouse. Davon ist Martin noch 7 Tage entfernt. Jetzt muss er erstmal einen Sporttest durchlaufen. Wir lassen Martin in 3 Kategorien antreten. Liegestütz, Kniebeuge und 100-Meter-Lauf. In einer Minute schafft Martin 50 Liegestütze. Und auch für 50 Kniebeugen braucht er genau 1 Minute. Mal sehen, ob der Drink Martin wirklich fitter macht. Schließlich war den Entwicklern genau das wichtig. In einer Woche lassen wir Martin noch einmal schwitzen. 14 Sekunden. Für genau 100 Meter. Oder zwischen Hecke und Hecke. Wir verabschieden uns von Martin. Ab jetzt dokumentiert er seine Erfahrungen mit der Flüssignahrung per Videotagebuch.
Ich mache jetzt eine Woche lang den Test und trinke mein Essen. Ich habe mich noch nicht dran gewöhnt. Es schmeckt echt speziell, aber ich hoffe mal, das klappt noch. Ich melde mich. Zu Beginn des Experiments muss Martin auf Dienstreise. Am Flughafen wird er gleich sein grünes Wunder erleben. Mein Rucksack, der ist ja voll von diesen Tüten. Und ich war gerade da unten am Sicherheitscheck am Flughafen. Das ist ja pulverisiertes Zeug, ne? Und die Leute dachten, das könnte ja auch Sprengstoff sein. Ich musste mich gerade einem Sprengstofftest unterziehen. Ich meine, ein gutes Herz, ich muss jetzt nicht noch mal raus auf die Straße und mir ein Restaurant suchen, ne? Was ist überhaupt drin in der Supermahlzeit? Das Supermeal verarbeitet echtes Essen zu Pulver. Nüsse, Früchte, verschiedene Getreidesorten und Kräuter bilden die Basis. Insgesamt sind es 18 Zutaten. Und die machen satt. Martin schafft oft nur 3 statt 4 Drinks. Tag 2 ist um und jetzt würde ich sagen, bin ich auch drin im Experiment. Aber jetzt habe ich wieder Hunger bekommen und dachte wieder kurz, ach geil, kannst du was Gutes essen? Geht ja nicht. Ich muss mir einen Shake anrühren und irgendwie habe ich gerade überhaupt gar keine Lust drauf. Das Supermeal enthält alle Hauptnährstoffe, 44% Kohlenhydrate, 32% Fett und 24% Eiweiß. An Tag 4 bemerkt Martin erste Veränderungen. Eine Sache ist mir aufgefallen, ich fühle mich den ganzen Tag ziemlich fit und leicht. Also ich habe nie so ein Völlegefühl, wie man das so kennt, nach einem dicken Frühstück oder nach einem ordentlichen Mittag. Seit 3 Tagen nicht mehr gehabt. Ist auf jeden Fall ein Vorteil von dem Zeug hier. Ernähren sich die Erfinder des Drinks eigentlich selbst flüssig? Martin hat sich mit Simo, einem der Gründer, zum Telefonat verabredet. Also du nimmst 2 Drinks am Tag? Normalerweise ja. Was denkst du über mein Experiment? Ich nehme jeden Tag 4 Drinks, 7 Tage lang. Und ich ernähre mich nur von der Supermahlzeit, von nichts anderem. Ich denke, das ist etwas, was man mit dem Drink ganz gut meistern kann, weil es alle Nährstoffe enthält. Was hast du gefühlt, als du den Drink zum ersten Mal getrunken hast? Mochtest du den Geschmack von der Flüssignahrung? Es hat ein bisschen gedauert, bis ich mich daran gewöhnt habe. Doch der Geschmack ist ja sehr neutral und daher leicht aufzupimpen. Okay, Simo, das war's. Ich habe keine anderen Fragen mehr. Okay. Da Salz und Pfeffer reinzumachen, war die beste Idee seit langem. Ich kann fast behaupten, dass das schmeckt. Da bilden sich immer so eine trockenen Stellen da oben, seht ihr das? So eine Bläschen, das ist halt noch trockenes Material, was sich nicht aufgelöst hat. Und irgendwann löst es sich ab, fällt rein und man trinkt es aus Versehen mit aus. Und dann gibt's noch ekliger. Über die Hälfte der Zeit ist nun geschafft. Zeit für ein kleines Workout. Wie schlägt sich Martin beim Sport? Man macht damit echt gut Sport. Es ist ja voller Kohlenhydrate, voller Eiweiß, Magnesium und was nicht noch alles. Also, da macht's mal Sinn. Das ist zumindest Martins Gefühl. Galileo hat schon einmal Flüssignahrung getestet. Der Shake vom letzten Experiment besteht ausschließlich aus Nährstoffpulver. Also künstliche Nahrungsergänzungsmittel statt echten Lebensmitteln. Damit konnte unser Reporter gut Muskeln aufbauen. Ich habe seit mehreren Tagen nichts Festes mehr gegessen und auch nichts Warmes vor allem. Das ist ja immer kalt hier. Von daher ist das schon krass und ich vermisse echtes Essen. Echt. Martin fühlt sich satt und gut, aber der Genuss beim Essen fehlt ihm. So, das ist jetzt der 7. Tag des Experiments und ich bin total happy. Denn morgen ist schon der erste Tag vom Rest meines Lebens. Ich muss ganz ehrlich sagen, so ein hartes Experiment habe ich noch nie gehabt. Körperlich geht es mir gut, aber psychisch war das echt grenzwertig. Ich musste mich wirklich zusammenreißen. So, jetzt ab zum zweiten Arztcheck. Hi. Hi. Ich bin's wieder. Martin hat jeden Tag 2000 Kilokalorien flüssiges Essen zu sich genommen. Welchen Einfluss hatte das wohl auf seine Gesundheit? Immerhin 500 Gramm sind weg. Aber ist es wirklich sein Körperfett, was da geschrumpft ist? Oder seine Muskelmasse?
Vom Testergebnis eher nicht so toll, wie man es erwartet hätte vielleicht. Körperfett ist mehr geworden. Körperfett ist tatsächlich gestiegen, ja. Sag mal, wie kann es denn sein? Mei, vielleicht waren es tatsächlich zu viel Kalorien. Ich habe 1 Kilo mehr Körperfett drauf. Ich mache das nie wieder. Was ist denn? Aufgrund der Überdosis an fettlöslichen Vitaminen hat Martin Körperfett zugenommen und Muskelmasse abgebaut. Ist das Supermehl dauerhaft zu empfehlen? Man kann vielleicht das mal als Mahlzeitenersatz benutzen. Ja. Auf dem Papier hat Martin nicht so gut abgeschnitten wie erwartet. Jetzt machen wir den Praxistest. Sein subjektives Gefühl zeigt sich auch in seinen Leistungen. Er schafft 4 Kniebeugen und 5 Liegestütze mehr als vorher. Und auch im Sprint hat er sich verbessert. Kann aber auch an der Tagesform liegen. Also, auch wenn es sonst keinen Spaß macht, für Sport offensichtlich gut geeignet. Aber trotzdem bin ich froh, dass das mein letzter Schluck sein wird. Jetzt endlich ist es soweit, ich darf wieder was Normales essen. Geilo. Eigentlich steckt im Drink alles drin, was der Körper braucht. Aber für die Zukunft ist es nur eine Alternative, wenn wir auf Geschmack und Kauen verzichten wollen. Vielen Dank fürs Ansehen. Wir haben da etwas, das könnte euch richtig interessieren. Wenn ihr es wissen wollt, dann klickt hier drauf oder geht auf galileo.tv.